Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Das höchstwahrscheinlich letzte Video von diesem Server wird dieses sein, denn ich habe mein Ziel auf diesem Server erreicht, das was ich erreichen wollte. Und zwar, nachdem wir die Eintagsfliegen noch so lange hier begleitet haben auf dem Server, wollte ich noch unsere kleine Konkurrenzgilde, die Bunkerbananen, besiegen. Die Gilde vom Gorgos. Der Gorgos hat auf seinem Channel auch schon ein Abschiedsvideo gemacht, mir gegenüber. Und deswegen ist das passiert, was passieren musste. Ich glaube, ja, der Xia hatte einen Angriff gestartet auf die Bunkerbananen und ich habe mich nicht mal gemeldet. Ja, ich war nicht mal dabei, so, ne? Aber die wollten wir noch einmal besiegen. Ja, und das hatten wir jetzt geschafft. Zwar ohne mich, aber die Eintagsfliegen haben trotzdem die Gilde geschafft zu besiegen. Ich zeige euch mal nochmal ganz kurz den Kampf. Es war wirklich, es hatten sich auch nicht so viele gemeldet von uns, ne? Also es war nicht ganz so ein aktiver Angriff gewesen. Trotzdem hatte es gereicht und damit ist die Challenge hier auf dem Server vorbei. Auch jetzt, falls die Gilde das sehen sollte, hier die Eintagsfliegen, wenn da jemand zuschaut, das ist jetzt quasi meine Verabschiedung so, ich werde euch wahrscheinlich nochmal schreiben, aber ja, das wird jetzt so wahrscheinlich das Ende sein und ich werde hier auf dem Server nicht mehr weiterspielen. Ich wollte ja, also ursprünglich die Eintagsfliegen ja ein Kurzzeitprojekt von mir gewesen, auch auf vergangenen Servern schon, was quasi beinhaltet, dass wir nur einen Tag, den ersten Tag nach dem Serverstart auf dem Server durchstarten, in den ersten 1-2 Stunden so weit wie möglich pushen und die Ehrenhalle dominieren, bevor wir dann im Untergang irgendwann von anderen Gilden und Spielern abgehängt werden, weil wir halt auf alles geschissen haben, so Sammelalbum füllen, alles war gar nicht irgendwie präsent gewesen, sondern halt wirklich schnell pushen, schnell in die Top-Ränge und dann halt eben, unser Momentum nutzen, um dann halt wieder schnell von der Bildschirmoberfläche zu verschwinden. Doch dann ist es halt passiert, dass die Eintagsfliegen noch weiter Bestand gehalten haben, so, dann hatte Piccolo die Leitung übernommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn er das hier noch so durchzieht, dann werde ich die Gilde auch noch ein bisschen passiv supporten. Das habe ich dann auch gemacht eine Zeit lang und dann ist der Piccolo dann auch irgendwann, hat auch seine Leitung dann abgegeben. Und dann war für mich nachher dann so langsam an der Zeit, auch den Server hier zu beenden, da ich sowieso hier nicht vorhatte, von Anfang an lange drauf zu spielen. Dann hatte sich halt eben, also ein bisschen History ist auf EU5 auf jeden Fall vertreten. Dann hatte sich das halt ergeben, dass halt der Gorgi, ne, auch ein sehr geschätzter Creator-Kollege von mir, halt eben, irgendwie random, glaube ich, ein Video gemacht hatte, wo ich ihn einmal angegriffen hatte. So, und da war das, glaube ich, irgendwie so gewesen, dass er sowas gesagt hatte wie, dass wir das unbedingt verhindern müssen gegen die Bunkerbananen. Also wenn er gegen die Eintagsfliegen verlieren würde, das könnte er nicht verkraften. So. Und dann hat das mich auf jeden Fall wieder getriggert, muss ich sagen, dass ich hier nochmal ein bisschen mehr Gas geben wollte. Und deswegen bin ich hier immer noch aktiv auf dem Server. So, aber ja, nachdem wir jetzt auch dieses Zwischenziel erreicht haben, ist es für mich jetzt für alle Mal dann an der Zeit zu sagen, okay, es war schön auf EU5, solange es hielt, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall, muss man mal so sagen. Und jetzt ist es aber für mich Zeit, den Server hier dann auch dementsprechend zu verlassen. Der Kampf zum Ende wurde, glaube ich, nochmal relativ spannend. Wir gucken nochmal, wir schauen uns nochmal das Ende an hier von EU5 quasi, wie es geendet ist, weil wenn ihr seht, auf der linken Seite, wir haben nur noch einen und rechts sind immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute mit dem Hosenträger zusammen hier. Also das war auf jeden Fall echt eine knappe Nummer, muss man so sagen, und auf jeden Fall eines Endkampfs würdig, auch wenn ich selbst nicht dabei gewesen bin. Also ich habe hier nur so meine Alu durchgeentert, ich war hier kaum aktiv auf dem Server. Ich habe zwar jeden Tag so meine Alu gespielt, bis ich jetzt keine Sanduhren mehr hatte. Das war dann das nächste Problem, ne? Und deswegen
war das für mich dann nachher so an der Zeit, okay, den Lecce Dungeon nimmst du noch ein bisschen mit und dann ist das Ding hier für mich gegessen auf jeden Fall. Ich werde hier trotzdem noch weiterhin in der Gilde bleiben, weil ich ja meine Ausbauten ein bisschen gepusht habe und solange die Eintagsfliegen noch von mir profitieren können, ja, der Stärkste aus dem Bunkerbananen hatte sich hier auch nicht gemeldet. Ich habe ja hier 130er Ausbauten. Ich kann ja nicht weiterbauen. Es lohnt sich nicht mehr. Ne? Sonst hätte ich das auch noch gemacht. Solange diese Ausbauten die Gilde noch carryen, dann lasst mich gerne noch hier in der Gilde drinne, solange ich noch irgendwie einen Nutzen habe. Aber sobald ich dann nutzlos werde, nach eurer Ansicht nach, dann kickt mich raus aus der Gilde, ja, an die Eintagsfliegen. So, werde ich auch nochmal schreiben. Und genau, ich werde hier gelegentlich auf dem Server vorbeischauen, immer noch. Heißt, falls ich in der Gilde mal aktiv angezeigt werde, dann heißt das nicht, dass ich hier spiele, aber ich logge mich täglich immer mal ganz kurz ein oder so oder guck mal nach einer Woche nochmal rein. Also ich verfolge das immer noch, trotzdem immer sehr gerne noch so ein bisschen, was hier so passiert, aber das heißt nicht, dass ich hier noch aktiv auf dem Server spielen werde. Deswegen, ja, da bitte keine falschen Hoffnungen machen oder so. Ich bin inaktiv hier auf dem Account hier, offiziell jetzt. Und deswegen, ja, war es das soweit. Das ist der Abschied von EU5, von den Eintagsfliegen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Es ist tatsächlich die zweite Eintagsfliegen-Gilde, die noch Bestand hat, obwohl es eigentlich nur so ein Spaßprojekt von Anfang an gewesen ist. Und ich weiß nicht, auf welchen Server das gewesen ist, aber es hatte sich schon mal eine Eintagsfliegen-Gilde zu einer Top 5 Gilde auf dem Server oder so entwickelt. Also es ist manchmal krass, wie die Dinge so ihren Lauf nehmen und wie sich das Ganze so entwickelt. Hätte ich persönlich ja, nicht mit gerechnet, aber freut mich auf jeden Fall zu sehen, dass da dann doch ein bisschen Fleiß und Mühe reingesteckt werden. So, ich werde bestimmt hier nochmal früher oder später, falls wir nochmal eine Challenge haben sollten oder so mit dem Tuny zusammen, weil wir wollen ja immer nochmal so einen Zero-Death-Run zusammen schaffen, live im Stream, dann werde ich hier sicherlich auch auf dem Server unter anderem vorbeischauen und meine Pilze nutzen, die mir hier dann auch zur Verfügung stehen, die hier einfach so auf dem Account rumliegen. Ne? Für die Leute, die das auch nicht vielleicht so gesehen hatten, wir haben ja mit dem Tuny zusammen 90 Runs gemacht den Abend da in der Challenge und das haben wir natürlich nicht alles auf einen Account gemacht, sondern wir haben das gesplittet, weil wir auf unseren Accounts natürlich ja, überall ein paar Pilze rumliegen haben und genau, dann müssen wir halt nicht irgendwie 1000-mal aufladen oder so. Ne? Also ja, ich habe hier noch sehr viele inaktive Accounts, wo halt eben ja, durch das Sponsoring ein paar Pilze rumliegen so und die werden dann für die Challenge genutzt. Ne? Das ja, bietet sich dann halt einfach an und danach sind die Accounts dann halt wieder weiterhin inaktiv. So, ne? Also deswegen, ja, so werde ich das wahrscheinlich dann handhaben in nächster Zeit. Und ja, so, da haben wir auch den letzten Dev hier gemacht. Ich hatte, ja, 1-2 Runs hatte ich hier auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ja, ein bisschen besser sind die schon, die Sachen. Die kann man mal wechseln hier so. Warte mal, wo ist denn, hä? Haben wir, ach so, nee, hä? Ach so, ach lol, wir haben zweimal, okay. Ja, ich hab hier zweimal den Lecce-Ring gezogen. Okay, das ist natürlich auch bitter. Dann nehme ich mal hier noch eine Steingewinnung raus, einfach. So, zack. Ey, setz die da rein. Bam. Ja, weiß nicht. Dann verbessere ich noch einmal die Waffe hier. Das Ding können wir nochmal hochziehen, ein paar Mal. So. Und dann sind wir hier auch durch. Ich weiß gar nicht mehr, was hier liegt auf dem Server und was nicht. Was hier machbar ist und was nicht. Ich habe hier schon ewig keine Dungeon Tries mehr gemacht. Großartig. Ja, weil ich halt da einfach dann auch nachher den Sinn nicht mehr drin gesehen habe, ne? Weil wir ja jetzt unsere Challenge erfüllt haben. Also von daher ist, ja, das Dungeon Pushen für mich an der Stelle auch vorbei. Ich hatte ja zum Anfang, ne, deswegen, das hat sich so gezogen, ich wollte ja so bis 220, 230 pushen, weil bis zu dem Bereich macht es halt extrem Spaß, weil dann kriegst du halt zwei Level so nachher pro Dungeon, irgendwie einen gelegten Dungeon und das ist halt schon sehr nice, es macht Spaß zu pushen, man kommt sehr schnell durch so und es ist einfach cool zu sehen, wie so die Level dann, wie man in den Leveln aufsteigt
Und das wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen, das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ne? Das haben wir jetzt aber alles gesehen. Jetzt kommen wir langsam, aber sicher in einen Bereich rein, wo man halt schon, ja, wo es ein bisschen zäher wird, wo wir uns jetzt, ja, keine Ahnung, nochmal komplett umequippen müssen, komplett neue Steine überall rein und dann kommen wir hier vielleicht mal ein Level oder so weiter. Aber es macht nicht mehr so ganz so dolle Spaß wie die ja, vergangenen Dungeon-Push-Videos, die ich hier auf dem Server gemacht habe. Ne? Ja, unter anderem kommt ja jetzt auch bald der Necromancer raus und da werde ich wahrscheinlich auch erstmal eine Weile drauf spielen, werde mir das anschauen, wie die Klasse sich so verhält. Erst kommt sie ja auf dem Beta-Server, aber wenn sie da getestet ist, wird sie auch offiziell released und auf dem jeweiligen Server, wo das dann passieren wird, wo die Klasse dann halt auch released wird, das kann euch bis jetzt noch keiner sagen, werde ich natürlich dann auch da vorbeischauen und den dann halt auch auf dem Live-Server ein bisschen spielen. Und das wäre dann halt eben der 5. Account, wenn ich den hier noch weiterspielen würde. Und das wäre halt viel zu viel. Ne? Also meine 3 Hauptchars, die reichen mir mehr als genug aus. Und der 4. ist dann immer schon zu viel. Ne? Auch wenn ich sehr gerne mal hier und da auf verschiedensten Servern auch sehr gerne spielen würde. Aber das schaffe ich halt leider zeittechnisch eben nicht und deswegen ist jeder Server abseits von meinen 3 Standard-Servern immer temporär. Also immer. Also da ist keine Ausnahme. Ne? Es sei denn, keine Ahnung, wenn eine neue Klasse kommt und die macht mir so extrem viel Spaß, ne, und das Gildenklima stimmt und die Leute stimmen da auf dem Server und das ist geil da zu spielen und so, dann eventuell. Aber ich schaffe es eigentlich nicht. Also eigentlich, ich weiß schon, ich würde es nicht schaffen, das auf dem Server aufzubringen, was ich halt gerne aufbringen möchte, wenn ich dort Tryhard spiele. Wenn ich auf dem Server Tryhard spielen möchte, dann ziehe ich den auch komplett durch. Ne? Man hat es ja auf meinen vergangenen Servern gesehen. Wenn ich wirklich irgendwo dran bin, dann bin ich da halt auch wirklich mit Ausdauer und Leidenschaft dabei und dann möchte ich mich halt auch wirklich auf die Chars konzentrieren. Aber ich habe halt das Gefühl, der 4. Char, der würde dann halt schon enorm darunter leiden und deswegen kann ich das wahrscheinlich auch nicht aufbringen, diese Ausdauer auf einem 4. Char und deswegen sage ich von vornherein, nee, das wird wahrscheinlich nichts Langfristiges mehr werden auf dem Server oder den nächsten Servern. Ja, was sehr schade ist, weil man möchte natürlich noch mehr zocken irgendwie so, also so geht es mir zumindest, auf jeden Fall, aber die Zeit ist halt nicht machbar so und deswegen, ich spiele alles von Hand alleine, deswegen, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, lieber mein Fokus auf wenig Chars. Ich meine, 3 Chars sind schon viel für den einen oder anderen so, ne? Aber wenn ich so höre, manche haben 8 oder 10 Chars oder so und spielen die, dann frage ich mich, wie die das immer so hinkriegen, so, ne? Das ist schon krass. Und die Zeit kann ich halt einfach nicht aufbringen so. Und deswegen bin ich da vernünftig und habe dann halt ein paar weniger Chars. Fokussiere mich aber dann halt auch wirklich enorm dann auf die. Ne? Ja, Leute, das soll es denn soweit gewesen sein. Offiziell hier von EU5. Es war auf jeden Fall eine geile Zeit, muss ich mal so sagen. Es hat mir Spaß gemacht. Wir haben ein paar coole Mini-Projekte hier verwirklicht und halt auch ja, deutlich mehr an Content rausgeholt, muss ich mal so sagen, auf dem Server, als ich anfangs gedacht hätte. Es hat sich dann hier und da immer noch was ergeben so und deswegen war es auf jeden Fall eine geile Zeit, muss ich mal einfach so sagen. Und wünsche den Eintagsfliegen hier noch alles Gute. Ne? Und auch noch weiterhin gutes Bestehen. Es ist eine aktive Gilde, die haben sehr gute Ausbauten hier, ne? Also schaut da auf jeden Fall in Zukunft vorbei, falls ihr noch eine Gilde auf EU5 sucht. Ich bin hier wahrscheinlich halt AFK auch erstmal noch ein bisschen, solange ich mit meinen Ausbauten hier noch weiterhelfen kann. Und ja, das soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst sehr gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.